Hallo liebe Freunde, dieses Mal habe ich mich mit Daniel auf den Weg zum Bontadini gemacht. Der Bontadini ist der höchste befahrbare Berg Europas. Daniel kam wieder von Ingolstadt zu mir gefahren. Am Samstagnachmittag ging es dann bei mir zu Hause los, zunächst über den Grand St. Bernhard. Kurz vor Aosta haben wir dann erstmal einen schönen Restaurantstopp eingelegt in einer Pizzeria. Ich gebe euch einen Tipp. Bestellt in Italien nie eine große Calzone, sonst geht's euch wie mir. Okay, ich hatte großen Hunger, aber das war dann wirklich zu viel. Zum Glück hatte ich ja Daniel dabei. In Aosta haben wir dann erstmal übernachtet, hatten eine schöne Ferienwohnung gebucht. Wunderbar, alles vorhanden. Da kann man gerne mal wiederkommen. Da gab es sogar noch ein paar spezielle Offroad-Motorradbrillen für uns. Am nächsten Morgen ging es dann weiter, erstmal mit einem schönen Frühstück unterwegs in Richtung Bontadini. Der Wetterbericht verhieß eigentlich nichts Gutes, aber wir hatten uns gesagt, wir probieren es einfach. Mal schauen, wie lange wir trocken bleiben können. Die Temperaturen, haben wir gesehen, am Berg sollten um die 0 Grad liegen, aber wir sind ja nicht aus Zucker. Und unsere Anreise muss sich ja lohnen, oder? Wir sind ja 350 Kilometer bzw. Daniel fast 700 Kilometer angereist. So, hier geht's jetzt hoch. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Strecke nicht offiziell frei ist, wie manchmal angegeben. Unten am Dorfausgang steht ein Schild Privatgelände, was wir allerdings übersehen haben. Zwinker-Smiley. Hier kann man vielleicht erahnen, wie steil es dort manchmal ist. Ihr seht die Pfosten hier, wie die zum Weg stehen. Also sicher 20 bis 30%. Mal mehr, mal weniger. Es geht schon richtig zur Sache. Kuckuck, los geht's. Ja, zwischendurch kommen auch wieder ein paar flachere Abschnitte in Anführungszeichen. Ja, bis zu der Station da auf ca. 2800 Meter ist die Wegbeschaffenheit eigentlich nicht anspruchsvoll. Leichter Schotter, gut zum Fahren. Insbesondere wenn es so leicht feucht ist, so wie jetzt. Weiter oben, da wird es dann schon heftiger. Da gibt es dann auch gröbere Steine und Geröll auf dem Weg. Yeah! Guck dir das an! 3315 Meter! Hier oben ist die Hütte! Da wollen wir auch noch aufstößen. Können wir mal anklopfen, ob es Kaffee gibt? Gehen wir mal hoch, oder? Mit der weiten Freiheit. Ja, Baby! 3316 Meter! Mit ein bisschen Schnee, aber super!
Da hat man schon zu Fuß schwer. So, also, ich habe es versucht. Ja, die Anzeigetafel ist leider gefroren. Ich kann euch das nicht zeigen. Hier geht es quasi senkrecht runter. Man kann es ein bisschen erahnen. Da drüben irgendwo das Matterhorn, was man ohne Wolken und Nebel sehen könnte. Kann man aber nicht. Ja, wir waren da. Weder haben wir gesehen, Wanderer, Velofahrer, Offroader, also der war ganz unten. Keine Förster, keine Ranger, keine Bauarbeiter. Niemand hat sich gesagt, fährt bei dem Wetter hier hoch, egal wo hoch. Außer 2 Verrückte mit Motorrädern, die mussten hier hoch, oder? Ja, ihr seht, wie steil das hier ist. Man tut sich sogar schwer, hier zu Fuß runter. 3. Oktober 2021. 3316 Meter. Refugio Teodulo. Bei schönstem Wetter. Denn wir sind ja Schönwetterfahrer. Da ist noch das Kreuz. Sieht auch toll aus. Also es würde ja eigentlich noch eine höhere Hütte geben, und zwar ist sie noch 50 Meter höher. Die haben wir aber im Nebel überhaupt nicht gesehen und wir sind schon zu der Hütte nicht hochgekommen. Das ist dort so steil, weit über 30%. Und die andere ist auch relativ schwierig zu erreichen, selbst unter guten Bedingungen, würde ich mal sagen. Ich habe Bilder gesehen, da waren aber nur Trailbikes zu sehen. Da ist wieder die Frage, warum macht man sowas? Das ist genau der Grund, warum wir das machen. Wir wollen das erleben und dann war das ein geiler Tag, wenn wir das erledigt haben, oder? War jetzt schon geil. Es war jetzt schon geil und jetzt müssen wir hier wieder runterkommen. Hier rutscht mit die Schlüssel aus. Wir probieren es jetzt im Walle-Stil, im Walle-Bosnien-Skipisten-Stil. Das Problem ist, das Hinterrad geht weg, wegen dem Schnee. Gerade ein paar Tage zuvor hatte unser Freund Walle, also Walle on Tour, könnt ihr mal den Link schauen unten, sein neues Video gepostet, wie er in Bosnien die Skipiste runtergefahren ist, und wir hatten jetzt quasi genau denselben Stil drauf, um hier runterzukommen. Gut. Man kann sich da auch nicht aufs Motorrad draufsetzen, weil du hast dann quasi auf dem Hinterrad das meiste Gewicht und das Hinterrad will einfach nur zur Seite durch die Steilheit des Geländes. Es will einfach zur Seite rutschen, du hast kaum Kontrolle, der Boden ist gefroren. Das Hinterrad ist übrigens passiert, das kann drin. Man sieht also nicht, wie steil sie ist, aber es sind bestimmt hier das Stück mal zwischen an die 30%. Trotz Eigengewicht. So, hier kommt auch noch ein schöner Abhang. Ja, dann wird es dann noch steiler für eine Weile. Kupplung offen. Motorrad rutscht einfach hier runter. Ich muss dabei einmal anmerken, ich habe Motors Rallyes Reifen drauf und insbesondere der Hinterradreifen, der ist also bei Schnee wirklich schlecht. Daniel hatte hinten Heidenauer Scout drauf und die haben hier bei 140er Breite keinen Mittelsteg und lassen sich in der Situation besser kontrollieren. Ich kann euch eins sagen.
Es ist minus 3 Grad, aber ich habe nicht im geringsten kalt. Ich schwitze. Gefälle. Da ist es schwieriger, die Vorderradbremse zu kontrollieren. Wie viele Mal ist das jetzt? 5. Mal oder so? Gesehen. Daniel nimmt den Querweg, weil da ist es nicht ganz so steil auf der Seite dort. Also die Seite ist nicht so steil. Ich bin da runter. Man sieht meine Spur. Man sieht meine hinterradblockierte Spur. Ich bin die steile Seite runter. Daniel kommt die leichte Seite runter. Okay. Wir sind immer noch über 3000 Meter. Wir sind hier circa auf 3000. Ah, da unten ist die Station, man kann sie vielleicht sehen. Achtung! Hier mussten wir erstmal ein paar kleine Reparaturen ausführen, aber nichts Schlimmes. Und ein bisschen was zur Stärkung einnehmen und dann ging es weiter. Hier unten unter 2800 Meter, wo es dann endlich schneefrei war, dann kam erstmal noch ein bisschen Skipistenspaß. Schon fast unten im Dorf angekommen, bin ich doch nochmal von der Piste abgekommen. Naja, man darf es auch nicht übertreiben, oder? Da sieht man jetzt das besagte Schild. Aber leider kann keiner von uns Italienisch. Nach einer Restaurantpause trennten sich dann unsere Wege. Daniel wollte auf schnellstem Wege über Autobahn Milano in Richtung Ingolstadt und ich wollte wieder über Aosta in die Schweiz. St. Bernhard, oben, weniger als 50 Meter Sicht. Und weiter geht's. 20 Minuten später. Tja, leider bin ich auf der Abfahrt vom Grand St. Bernhard mit einem Auto zusammengestoßen. Das Resultat: Beinbruch. Linker Unterschenkel, beide Knochen durch.
Glück im Unglück. Bereits nach 3 Tagen durfte ich schon nach Hause. Und ich habe auch keinen Gips. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button und abonniert mich und schreibt mir vielleicht noch etwas in die Kommentare. Bis bald. Ciao.